Parsifal, Jonas Kaufmann. Sie haben den Parsifal schon in einigen Interpretationen gesungen, sind damit schon einige Jahre international unterwegs, wenn ich das so sagen darf. Hat sich Ihre Sicht, Ihre Deutung der Figur über die Jahre verändert? Die Interpretation von einer Partie, die man öfters singt, sollte sich hoffentlich immer verändern. Ich glaube, ich habe das im Laufe der Jahre relativ klug hinbekommen, dass ich nicht immer die gleichen Stücke zu oft und zu viel hintereinander gesungen habe, als dass ich in irgendeine Art Automatismus gerutscht bin. Ob das jetzt das rein musikalische ist oder ob das die Interpretation der Rolle ist. Man läuft einfach Gefahr, wenn man zu oft das Gleiche macht, dass man immer und immer wieder, ohne groß drüber nachzudenken, genau die gleichen Dinge tut. Und das wäre sehr schade, weil der Abstand einem eben nochmal eine ganz neue Möglichkeit gibt, eine Rolle zu betrachten. Und natürlich die Jahre auch. Also es ist klar, dass ein 30-Jähriger die Dinge ein bisschen anders sieht als ein 50-Jähriger. Sie haben einmal gemeint, das Zuschauen ist fast noch anstrengender als das Singen. Hat sich das in dieser Inszenierung potenziert? Auf jeden Fall, das ist keine Frage. Also das berühmte Zuschauen kann ich nicht, trifft auf mich schon auch zu. Also ich bin gerne ein Macher, ich möchte gerne dabei sein und agieren. Und wenn ich schon nicht singen darf, dann zumindest spielen. Aber dieses Spielen, Sie haben recht, das habe ich so gemeint, ist wirklich einfach konzentrationsmäßig sehr anstrengend. Und wenn man dann überlegt, dass man 20, 25 Minuten quasi nur dabei ist, aber natürlich ständig unter Beobachtung steht und dann ganz locker heraus wieder ein paar Phrasen singen soll, so als ob man sich gerade frisch eingesungen hätte. Das ist schon eine Besonderheit von dieser Partie. Ich kenne eigentlich keine andere, in der man so lange Wartezeiten auf der Bühne hat, bevor man wieder singen darf. Das zieht sich über das ganze Stück. Das ist auch im dritten Akt so. Der Parsifal ist einige Minuten auf der Bühne. Hier sind es ein paar weniger, aber manchmal sind das 10, 15 Minuten, bevor der erste Satz gesagt wird. Und dann zwischen den Sätzen sind auch endlose Pausen mit großartiger Musik. Also nicht falsch verstehen, aber jetzt einfach nur rein von der Energie her betrachtet. Und insofern hat dieser Spruch von Birgit Nilsson von wegen irgendwie was das Wichtigste, was man braucht, um Wagner-Partien gut singen zu können, hat sie mal gesagt in einem Interview, sind bequeme Schuhe. Das habe ich auf jeden Fall. Über die Bequemlichkeit brauche ich mich nicht zu beschweren. Aber es ist wirklich interessant, dass man einfach, weil man es gewohnt ist, viel Energie auszuschütten, weil man gelernt hat, mit seinen Kräften, mit seiner Stimme zu haushalten, ganz anders Zeit empfindet, als wenn man einfach nur in Anführungszeichen als Statist dabei ist. Was bedeutet der Parsifal Ihnen ganz persönlich? Was fangen Sie mit dem Erlösungsgedanken an? Ich glaube, dass die Musik des Parsifal bewusst mit Längen auch spielt, dass man irgendwann das Gefühl für Zeit vergisst, dass man sich in diesen Strudel hinein, in diese transzendente Wanderung hineinbegibt, aus der man am Ende erwacht und diese letzten Takte, die letzten Minuten, diese Erlösung, dieses Erhöhen, wie auch immer man es sehen mag, ob es jetzt wie in unserer Interpretation eher ein Befreien ist, ob es ein religiöses Erhöhen ist, was auch immer es sein mag. Es ist jedenfalls ein ungeheuer positiver Moment und es weckt im Publikum eine unglaubliche Euphorie. Also dieses Ende ist plötzlich so magisch, so klar, so dicht und direkt, dass ich schon sagen muss, in irgendeiner Form war dieser Wagner wohl ein Gläubiger vielleicht nur in eigener Sache, aber diese Erlösung, die dort geschildert wird und die ich im dritten Akt in der Form der sogenannten Taufe, ja auch der Kundry zukommen lasse, ist jedes Mal ein bewegender Moment für mich. Ich muss wirklich sagen, es ist erstaunlich, wie sehr einen selbst diese Musik auch immer wieder trägt und zu Glücksmomenten führt. Also insofern bin ich auch dem Erlösungsgedanken verfallen, egal ob das
mit Religion zu tun hat und wenn ja, mit welcher. Es steckt ein Fünkchen Unendlichkeit in diesem Stück.